Ich bin Horrorgamer. Ich wurde mit circa 8 Jahren das erste Mal mit Horror konfrontiert. Danke André für das traumatische Erlebnis. Dann in meinem 12. Lebensjahr begann mein Interesse für Horror zu wachsen. Und seit ich 16 bin, spiele ich sie auch selbst. Auch wenn ich der größte Schisser der Welt bin. Oh Gott. Hier kommt weiter als du. Sie drüben was. Surprise, mother... Aber abgesehen davon, in Horrorspielen gibt es verschiedene bekannte Mechanik. Chase-Sequenzen, Jumpscares und vieles mehr. Aber es gibt in den letzten Jahren eine Mechanik, die ich über alles hasse. Und zwar diese. Wo man einen Gegner anschauen muss, dass der stehen bleibt. Und wenn man wegschaut, naja, es endet dann nicht gut. Ich weiß nicht, warum so viele Horrorgames inzwischen diese Mechanik spammen. Es gibt inzwischen auch ein Spiel, wo das Monster sich bewegt, wenn man blinzelt. In real life. Was haben die Entwickler denn geraubt und warum tun sich so viele Menschen diese Qual an? Aber heute spreche ich über meine Erfahrung von 5 Spielen, die ich spielte, bei dem so eine Mechanik vorkam. Und ich ranke sie von ja, das ist spielbar, zu was soll die Scheiße, wie ist der erwickeltes Spiel, die Menschheit brennen sehen. Als leichtestes finde ich persönlich Chester aus Mr. Hobbs Playhouse 3. Denn nicht nur ist die Stelle scheiße kurz, sondern man kann ihn auch scheinbar durch die Wand stunnen. Also kann man den Dude ganz einfach umgehen, indem man die Kamera die ganze Zeit in seine Richtung hält. Auch wenn er nicht im Screen ist. Aber trotzdem kann er einen überraschen, weil er zum Teil herumteleportiert. Jedoch, wenn man die Kamera im Griff hat und weiß, wo er ungefähr ist es easy. Platz 4 gehen an die Puppen aus Little Nightmares 2, weil es ist nicht nur einer, sondern mehrere, die auch noch in allen Ecken stehen, weshalb man sie in einer Sichtrichtung halten muss. Und es reicht nicht, sie einfach nur anzuschauen. Sie stehen nur still, wenn Licht auf sie scheint. Und Mono hat eine Taschenlampe, die er übrigens am gleichen Ort fand. Glück gehabt, würde ich sagen. Und die Steuerung von dieser ist anfangs echt gewöhnungsbedürftig. Aber wenn man das raus hat und die Taktik erlernte, sind sie eigentlich kein Problem mehr. Platz 3 gehen an die Mannequins aus Me-Side. Judgt mich nicht über die Spiele, die ich spiele. Aber hättet ihr gedacht, dass bei einem so anfangs noch normalen Game, wo dann zu einer Psychose von meiner Seite aus wurde, Hi. auch so eine Stelle vorkommt? Nein? Ich damals auch nicht. Ich habe irgendwie so das Gefühl, das wird sowas, wo ich die anschauen muss und wenn ich mich umdrehe, bewegen sie sich und lass sie nicht aus den Augen. Ich hab's gewusst. Nein. Was es hier aber angenehmer macht als in Little Nightmares 2 ist, dass sie auf dem Screen sein müssen, um zu erstarren. Aber falls ihr fragt, warum sind die denn ein Platz über ihnen, du Bast? Der Grund ist, dass es hier First Person ist und sie dich umso krasser überraschen können. So, die bisherigen waren welche, die zum Teil noch angenehm sind. Aber Platz 2 ist jetzt echt ätzend. Und zwar rede ich über die Endoskelette aus Five Nights at Freddy's Security Breach. Denn die muss man nicht nur überleben, man muss währenddessen noch Knöpfe drücken, um weiterzukommen. Und es werden immer mehr mit der Zeit, wodurch ich komplette Psychosen bei dieser Stelle habe. Okay, allgemein bei dem Game, dank Chica, machen wir weiter. Und jetzt die Goldmedaille des Grauens und somit das Schlimmste geht an Mr. Light aus Poppy Playtime Chapter 3. Oh mein Gott, was haben die geraucht? Weil, was denkt ihr, ist noch beschissener an so einer Stelle, als Knöpfe nebenbei drücken zu müssen? Komplette Verbindungsrätsel. Du musst frisking Strom übertragen, während sie dich verfolgt. Und wäre das nicht schon schlimm genug,
hat man auch eine zeitliche Begrenzung dabei. Also wenn man den Strom absorbiert, verschwindet der noch nach kurzer Zeit. Und an einer Stelle muss man das zweimal machen. Gleichzeitig. Ich selbst bin, by the way, nicht mal bis zu dieser Stelle gekommen. Mein Kumpel Meditative hat es versucht. Und selbst er hat aufgegeben. Das muss was heißen bei dem Dude. Du schaffst das. Das schaffe ich nicht. Das Komm, ist das Problem. Ich mag's, wenn ein Spiel schwer ist. Aber das hier ist unfair. Was für eine miese Na, nee, das kannst du machen. Was für? Das einzig Gute, was ich an dieser Stelle sagen kann, ist, dass es nur eine ist. Imagine alle diese Lehrer aus The Hour of Joy wären an dieser Stelle. Scheiß auf Poppy, scheiß auf irgendwas. Also hier sage ich euch das größte Hellnah der Welt. Wenn ich Chapter 3 nochmal spiele, dann mache ich den hier, weil ich habe nur für dieses Game gelernt, Mods zu installieren, weil ich diese Stelle niemals, ohne danach einen seelischen Schaden zu bekommen, überleben werde. Okay, erstmal abreagieren. Das war mein persönliches Ranking. Wie ist eure Meinung dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und liebe Horror-Game-Entwickler, bitte lasst diese Mechanik aussterben. Ja, es gibt auch angenehme Weisen, da was zu machen. Aber ich habe genug davon. Also, das war's mit diesem Video. Like und Abo wären schön. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag und bye.